So, erstmal hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview von mir. Ich habe heute einen super spannenden Gesprächspartner bei mir zu Gast und erstmal herzlich willkommen Martin. Danke, dass du hier da bist und ja, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Vielen Dank. Das ist absolut mein erster Social Media Event in deutscher Sprache. Ich habe schon auf Chinesisch oder Französisch gemacht, aber auf Deutsch noch nie. Mein Name ist Martin Hiesbig, ich bin der Head of Research bei Uphold. Uphold ist in Deutschland noch nicht zugelassen, das wird sich aber bald ändern. Und wir sind ich sage das mal ganz ohne Scham, das am besten regulierte, sicherste Digital Asset Plattform, die es überhaupt gibt. Wenn ihr auf unsere Website geht, auf uphold.com, gibt es einen Button Transparency und da kann man zum Beispiel alle Assets und Liabilities, ich weiß gar nicht, was das heißt auf Deutsch, Assets und Liabilities sehen. Das heißt, wir verleihen kein Geld. Wir sind genauso reguliert wie eine Bank. Besser reguliert als eine Bank eigentlich. Es gibt nicht mal eine einzige Bank auf der Welt, die ihre Verantwortlichkeiten und ihre Assets, what is an asset in German? Oh Gott. Oh, Vermögensklasse. Okay. Auf dem Vermögenswert. Website-Preis gibt. Ja, und wir machen das. Das heißt, wir verleihen nie an dritte Plattformen, an DeFi-Protokolle und so. Das gibt es bei uns nicht. Hat es von Anfang an nicht gegeben. Der ganze Grund, warum Uphold schon vor Jahren gegründet wurde, war, um eine Plattform zu schaffen mit dem Know-how und dem Backing von erfahrenen Bankern. Also Uphold wird unser Management-Team, das sind lauter Leute, die in sehr seriösen Finanzpositionen gearbeitet haben. Unser Head of Compliance ist ein ehemaliger Vizegouverneur der Bank of England. Mein Chef hat früher mal irgendwelche Royal Estates in Großbritannien verwaltet. Also es geht nicht mehr sicherer als Uphold. Und dieses Jahr ist natürlich für uns großartig. Ja. Das heißt, Seit dem Martin, Loon. wenn ich unterbrechen darf, jemand, der Uphold noch nicht kennt, sprich es ist eine Plattform und Zielgruppe sind tatsächlich eben nicht nur viele Privatanleger, sondern grundsätzlich mehr institutionelle Investoren. Also was ist so die Zielgruppe von Uphold grundsätzlich? Na, ursprünglich waren wir einfach ein Wallet, ja, ein Crypto-Wallet. Wir haben so circa 10 Millionen User, 60%, 65% in Amerika, der Rest der Welt, vor allem nach Europa. Wir sind groß in Spanien, Italien, Portugal. Wir haben vor über einem Jahr, vor ein paar Jahren, eine Firma, die heißt J&K Securities, J&K Securities. Das ist ein Broker-Dealer an der Wall Street in New York gekauft, weil wir vorhergesehen haben, dass der nächste große Schritt in Digital Assets einfach nicht blödsinnige NFTs von gelangweilten Affen sind, sondern Institutional Interest. Ja, und wir haben damals schon angefangen, eine separate Plattform, eine Custody-Plattform für Institutionen zu bilden. Ich verbringe alle 2 Monate circa 3 Wochen in New York und rede mit Klienten, die unsere Liste, die sind 260 Firmen lang, die verwalten circa jetzt wird es kompliziert. How do you say Trillion? Eine Billiarde? Billiard. Billiarden, ja. $4 Trillion Asset under Management. Wenn du vergleichst, BlackRock ist circa 8 Billionen schwer. 8 Billiarden schwer. Also der ganze Ja. Kryptomarkt ist 1 Billiarde. Und unsere Kunden sind 4,5 Billiarden. Das ist Fidelity, Balease, das ist eine lange Liste von Und haben jetzt alle, Bench. haben jetzt alle, Martin, so viel Interesse an Krypto? Steigen die ein? Also man weiß ja schon, Extrem. okay, Ich woran bin machen wir jetzt das fest nach aktuell? Weil aktuell ist es ja so tatsächlich, dass Banken, Institutionen gerade noch so ein bisschen auch auf der einen Seite auf eine Akzeptanz warten. Auf der anderen Seite weiß man, hey, irgendwie haben die Lust. Es wird viel auch, ich muss gerade ans WEF-Forum 22 in Davos denken. Da wurde ja, ja auch über Krypto gesprochen, aber es war nicht irgendwie so dieses, hey, alle wollen mit Krypto, auch die Banken. Es ist immer so dieses Thema, wie tastet man sich ran und doch weiß man, Interesse ist da. Also du kriegst ja da so ein bisschen mehr mit als wir. Und ich glaube, das ist vielleicht auch gerade interessant zu erfahren, was tut sich da im Hintergrund.
Also im Moment läuft der Großteil noch OTC, das heißt Over-the-Counter-Trading, wo einfach eine Firma mit einer anderen Firma einen Vertrag abschließt. Ja. Fidelity Investments kommt zu Uphold und sagt, ich würde gern das und das tun. Könnt ihr mir diese Tokens verkaufen? Ja, das ist OTC-Dealing. OTC ist unregulated to a certain point. Also da braucht man nicht da hat man nicht dieselben Auflagen, als wäre man an der Börse. Und das große Problem, das Institutionen mit Krypto haben, ist DeFi. Ja? Denn es gibt keine DeFi-Plattform, die Execution Certainty heißt das. Also wenn eine Institution einen Auftrag aufgibt, eine große Menge von irgendwas zu kaufen, dann braucht sie einen hohen Grad an Ausführungssicherheit, dass der Deal auch durchgeht. Ja? Das garantiert eine Börse, das garantiert die Deutsche Börse, die Stuttgarter Börse, die New York Stock Exchange. Die garantieren, wenn du diesen Preis eingibst und 1 Million Stück Apple-Aktien kaufst, dann werden die auch zu diesem Preis gekauft und nicht. Und der Deal, ich stelle dann nicht 2 Stunden später fest, oh my God, what happened? Mein Deal ist gar nicht durchgegangen. Ja. Das nennt man Execution Certainty. Und im DeFi-Bereich garantiert das keiner. Also du kannst jetzt auf Uniswap und SushiSwap und WhatTheSwap gehen und einen Trade eingeben und ob der jetzt durchgeht oder nicht, hängt von hunderten Faktoren ab. Und weil es eben dezentralisiert ist, kontrolliert niemand diese Faktoren. Und damit können die Institutionen nicht leben. Machen die was dagegen aktuell? Die machen was dagegen. Die arbeiten zum Beispiel mit einer Firma wie Uphold, die ein DeFi-Wallet anbietet für Institutionen mit Exekutionssicherheit. Also sprich, DeFi ja, auch für Institutionen in Zukunft, nur im Grunde über eine Art Anker, einen Seitenweg, einen Dienstleister, der sich nochmal trotzdem in Anführungszeichen zwischenschaltet und DeFi als Grundlage für die Dienstleistung. Ja. Also Uphold ist keine Exchange, wir sind kein Handelsplatz, wir sind ein Digital Asset Manager. Wir kaufen und verkaufen an 24 verschiedenen Börsen und circa 16 verschiedenen DeFi-Protokollen. Und für alle diese garantieren wir zuerst mal den besten Ausführungspreis für unsere Kunden, die schnellste Ausführungszeit und absolute Ausführungssicherheit. Ja, wenn ein Trade nicht platziert werden kann, dann siehst du das im Uphold Wallet sofort, this trade is not possible right now. Wenn wir das nicht 100% garantieren können, dann nehmen wir das nicht an. Das kann immer wieder sein bei kleineren Tokens, die jetzt nur an 2, 3 Börsen sind, an einem schlechten Tag, wenn niemand tradet, keine Liquidity da ist, dann kann ich auch nichts garantieren. Nicht? Aber das ist unser Ziel. Bitte? Gibt es bestimmte, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber gibt es bestimmte Coins, wo du merkst, da ist eine Nachfrage gerade extremst auch gerade bei deinen Klienten aktuell da, auch gerade bei aktuell vielleicht nicht krypto-regulierten Tokens? Also meine Diskussion mit meinen Kunden, über die ich verständlicherweise kein Wort sagen darf, aber es geht hier vor allem um Real Economy Use Cases. Warum arbeitet eine Firma mit Quant, mit Oracle? Das ist Public Information, das kann ich sagen. Und die Institutionen kommen zu mir und sagen, hey, das habe ich hier gelesen, das ist ja ein Krypto. Was machen die damit? 90% meiner Gespräche mit Institutionen sind darauf beschränkt zu erklären, warum digitale Assets überhaupt einen Platz haben in unserer Wirtschaft. Und da gehen den Leuten dann die Augen auf. Nicht? Wenn ich jetzt von Constellation und der US Air Force spreche oder von Quant und Oracle oder dem Token, das Cisco verwendet oder AWS oder Tokenized Real Estate. Ich meine, ich rede zum Beispiel mit einem der größten Landbesitzer in Amerika regelmäßig. Es gibt nichts, was nicht digital sein wird in ein paar Jahren. Ja? Ich glaube, ich habe 30 Jahre in Asien früher und ich hatte da eine Marketingfirma aufgebaut. Und das prägende Thema dieser Marketingfirma war, wann können wir endlich aufhören,
vom Digital Marketing zu reden, denn es gibt ja sowieso nur mehr Digital Marketing. Es gibt ja sowieso kein anderes mehr. Selbst wenn ich jetzt ein Billboard irgendwie habe, ist der Prozess dahinter digital. Und mittlerweile ist es einfach Marketing. Ich habe so ein Déjà-vu. Wann hören wir endlich davon auf, von Digital Assets zu sprechen? In 5 bis 10 Jahren gibt es keine anderen mehr. Wie ist es dann? Wird alles Physische wird dann tokenisiert sein? Wird es dann alles bei Banken ja, was ist denn irgendwo hinterlegt? Ja, was ist denn physisch? Ja. Nimm jetzt eine Anleihe, nimm eine Bundesanleihe. Was ist denn physisch an einer Bundesanleihe? Du kriegst ja nicht mehr zugeschickt und steckst in einen Rahmen an die Wand. Das gibt's ja nicht mehr. Ja. Und ob das jetzt auf einer proprietären Trading-Plattform ist oder ob ich jetzt einen Bund oder Guild oder US Treasuries on a Blockchain habe, das ist ja letztendlich nur ein Backend-Switch. Ich nehme jetzt eine Technologie, die 1000-mal sicherer ist, unhackable, ob das jetzt Hashgraph oder Hypergraph oder good old-fashioned Blockchain ist. Ich mache ja nur im Backoffice einen Wechsel auf ein viel sicheres System. Und das ist die wirkliche Revolution, nicht? Und das mache ich jetzt mit Reisepässen, mit Impfzertifikaten, mit Landtiteln, mit Verträgen zwischen Einzelpersonen, mit Tickets. Ich arbeite zum Beispiel an einem Projekt mit einer großen Luftlinie, um die ganzen Tickets, also NFTs, für eine Blockchain zu stellen. Denn dann gibt es kein verlorenes Ticket mehr, dann gibt es keinen Streit mehr, wann wurde das Ticket gekauft. Dann sehe ich 100% genau zu diesem Zeitpunkt war der Eintrag auf der Blockchain und das ist die Adresse, die das Ticket gekauft hat. Und ich biete ja eine Nachvollziehbarkeit, die das Grundprinzip der Blockchain-Technologie ist. Ja. Wir sind ja alle verwirrt geworden durch Bitcoin. Bitcoin ist ja nur eine Applikation, die möglich ist. Ja? Bitcoin interessiert mich genauso wie keine schönen Vergleiche, aber es interessiert mich nicht. Was interessiert dich? Also das wäre jetzt für mich so die Frage. Ich meine, das ist ja genau das Thema. Du gehst zu Kunden, die fragen an. Du bist Experte in deinem Gebiet. Du kennst dich seit 20 Jahren im Bereich der Blockchain aus. Du hast zu verschiedenen großen Plattformen. So alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Ja, so aber ich immer ging. Hey, das ist ein Kompliment gewesen, Martin. Ich habe die 10 Jahre nehme ich jetzt mal weg. Ja, ich habe meinen ersten Vortrag 2012 gehalten. Da habe ich für die Europäische Kommission in Asien gearbeitet und musste so vorstellen, was sich im Technologiebereich in Europa tut. Und da wurde ich eingeladen zur ersten Blockchain-Konferenz in Hongkong und da habe ich so eine idiotische Rede gehalten, was man theoretisch jetzt mit Blockchain alles tun könnte. Und da habe ich von Versicherungen, von Food Traceability, der erste große Use Case für Blockchain war Lebensmittelsicherheit. Wer garantiert mir denn, dass dieses Fleisch von diesem Biobauern, von dieser Kuh kommt? Oder dass dieser Wein aus diesem Anbaugebiet kommt und jetzt nicht mit Zucker versetzt ist? Oder wer garantiert mir, dass das der Originalkäse ist, für den ich 300 Euro bezahle? Ja. Ich brauche ja ein hacksicheres, idiotensicheres System, das garantieren kann, vom Erzeuger bis zum Verbraucher absolute Datensicherheit. Ich will ja jetzt nicht einer Handelskette damit trauen. Da gibt es ja wieder Skandale und Korruption. Ja. Ich will auch nicht meiner Regierung trauen. Da gibt es ja noch mehr Skandale, noch mehr Korruption. Also traue ich einer Blockchain. Und auf der Blockchain sehe ich, hier wurde die Flasche abgefüllt von diesen Trauben und hier steht sie bei mir im Laden und ich habe einen QR-Code und kann die ganze Exchange auf der Blockchain sehen und damit weiß ich, der Wein ist jetzt 700 Euro wert. Aber es gibt ja viele Blockchains. Es gibt ja, das sind wir bei dem Punkt, es gibt Bitcoin, es gibt andere Payment-Tokens und jetzt sind wir bei Utility-Tokens, die im Grunde verschiedene Branchen bedienen. Und wenn du jetzt zu einem Klienten gehst, du bist Head of Research, du bist in dem Thema drin, wo sagst du zu diesem Projekt, wie wählst du für deinen Klienten das entsprechende Projekt aus? Es ist sicherlich für das Unternehmen interessant, vielleicht mal zu wissen, was für Kriterien du so überlegst, aber auch vielleicht für den Anleger, der sich überhaupt eben nicht als Unternehmen damit beschäftigt und sagt, hey, das ist eine Anlageklasse. Was sind so deine Kriterien vielleicht noch?
That's why they pay me the big money. Die Kriterien, ganz einfach. Ganz einfach? Wer steckt? Ganz einfach. Das ist ganz normaler Hausverstand. Meine Mutter wäre jetzt stolz auf mich, dass ich wieder ihr Lieblingswort verwende. Wer steckt hinter der Blockchain? Ist das überhaupt ein glaubhaftes Projekt? Das ist das Erste. Wer sind die Leute, die mit diesem Projekt antanzen? Ich habe im Januar habe ich vor Luna gewartet. Ich bin schon so lange in dem Space, ich kenne viele dieser Founder, die nach 2017 hier an Bord gekommen sind, die kenne ich schon seit Jahren. Manchen von denen traue ich nicht und mit manchen habe ich gutes Arbeitsverhältnis. Und das ist das Know-how, das keiner überbieten kann. Das ist einfach Erfahrung und Hausverstand. Wenn jemand mit idiotischen Statements wie wir werden das amerikanische Finanzsystem in die Knie zwingen, seine erste Presskonferenz anfängt, Mr. Do Kwon, then your project is on my shitlist. Right? Das geht nicht. Das ist das Erste. Also wer steckt dahinter? Dann das Zweite ist die Technologie. Ja, die Technologie. Schafft die das? Ist die dafür gemacht? Wenn ich jetzt ein globales, ein ultraschnelles Zahlungssystem will, für das meine Steuerzahler gebrauchen sollen, wie zum Beispiel ein CBDC oder irgendein anderes, dann kann ich nicht das auf einer Blockchain laufen lassen, die extrem hohe Transaktionsgebühren hat und in ihrer Geschwindigkeit und Skalierbarkeit enorm limitiert ist. Daher ist nobody talks about Ethereum as a payment system. Ja? Yes. Das wäre überhaupt nicht möglich. Ja? Das wird wahrscheinlich eher tatsächlich für Entwickler und für ERC20-Token-Implementierungen im Startup-Bereich sein. Bleiben. Ethereum hat eine lange Liste von guten Applikationen, aber Payment gehört nicht dazu. Was war dann eine Payment-Dachplattform, wie sagt man dazu? Ein Projekt mit einem dahinterstehenden Token, wo du sagst, Zahlungsnetzwerk für genau so einen Use Case. Gibt ja viele verschiedene. Es kommt darauf an, was du zahlst, ob das jetzt Transporter, Interbank, Intergovernment ist. Wir haben noch keinen Konsensus. Und das Problem hier ist, also das Projekt, das am weitesten fortgeschritten ist XDC im Bereich Handelsfinanz. Weil die einfach nur auf das fokussiert sind. Da rede ich zum Beispiel mit Standard Chartered und mit HSBC, mit Commerzbank. Da geht es jetzt darum, die Blockchain zu nutzen, um eine Welthandelstransaktion über die Grenzen hinaus effizienter, schneller und preiswerter zu machen. Das heißt, meine Bestellung, mein Letter of Credit und die Bill of Lading vom Lieferanten, alles das existiert auf derselben Blockchain. Und das Transaktionssystem für die Bezahlung. Das ist eine Nische in Trade Finance, wo XDC absolut die Führung übernommen hat. Im Government-Bereich haben wir noch immense Probleme im Verständnis. Was will eine Regierung mit einer digitalen Währung? Was will sie erreichen? Das ist das große Problem, dass in der CBDC-Discussion etwas verloren geht. Das Problem ist ja auch, wir haben CBDCs auf der einen Seite, das wäre ja im Grunde etwas Regulatives. Wir haben auf der anderen Seite eben Kryptowährungen, die einen Use Case haben, wie du schon ein paar angesprochen hast, die eben nicht einer Zentralbank unterliegen. Und das zu akzeptieren und zu regulieren, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Das ist die Frage. Ich habe vor 3-4 Jahren angefangen, für die ersten Zentralbanken als Konsulent zu arbeiten. Und ich kann mich an eine Interaktion mit der Bank of Qatar erinnern, wo der am Ende von einer 2-stündigen Diskussion ist aufgestanden und gesagt, why should I do this? Und das ist wirklich das Problem. Wenn ich jetzt ich habe eine Verantwortung meinen Steuerzahlern gegenüber. Nicht? Ich muss ja das Währungssystem sicher halten und liquid halten und effizient halten. Wir sehen alle die Probleme, die es mit Fiat-Währungen gibt, aber das haben die Zentralbanken seit Jahrhunderten getan und das verstehen sie.
Wenn jetzt eine Zentralbank ein CBDC rausgibt, wo ist dann die Existenzberechtigung für das gesamte Bankensystem? Das war vor ungefähr einem Jahr, aber ging da allen mal das Licht auf. Wenn alle jetzt digital zahlen und ich die Zentralbank, gebe jetzt diesen CBDC raus, wozu brauche ich dann eine Bank? Für die Verwaltung, für den Service. Für welchen Service und was? Das ist ja alles elektronisch über meine App. Aber es ist technisch. Die Menschen sind vielleicht technisch noch nicht so krypto-addicted und nicht so kryptoaffin. Und das ist, glaube ich, der Punkt, oder? Vollkommen richtig. Und ich gebe auch mein teures Erspartes nicht einem anonymen DeFi-Protokoll, sondern ich gebe das dem Hans von der Bank nebenan, den ich seit 20 Jahren kenne und der ist dort an der Filiale, der gibt mir jetzt einen Kredit für mein Haus. Und diese Menschlichkeit geht in der ganzen Tech-Debatte jetzt verloren. Jetzt brauche ich also die Bank, weil sie diesen menschlichen Kontakt bewahren. Was mache ich jetzt als Zentralbank? Gebe ich jetzt eine digitale Währung raus oder nicht? Was passiert mit dem Bankensystem, mit diesen menschlichen Beziehungen, wenn ein digitales Währungssystem wächst und viele Teile der Bevölkerung da gar nicht mehr mitkommen? Du musst dir mal vorstellen, wir haben jetzt schon Probleme, am letzten Stand der Technologie zu sein. Stell dir mal unsere gesamte ältere Bevölkerung vor. Wenn du denen jetzt sagst, jetzt gibt es keine Euroscheine mehr, jetzt nimmst du alles mit deinem iPhone und gehst jetzt zur Edeka, zahl mit dem iPhone und digitale Währung kommt von der Zentralbank direkt in dein iPhone. Das ist ja idiotisch. Nicht? Ja. Das kann man nicht machen. Also, da sind wir weit entfernt von einer Lösung. Dauert es deswegen auch zu lang vielleicht? Ist das ein Riesendilemma, dass du sagst, okay, wo dauert es denn nicht? Wo dauert es nicht lang? In totalitären, korrupten Staaten, in Tschad, in China, wo überhaupt kein Konsens gefunden wird, wo die Leute überhaupt nicht gefragt werden, sondern wird einfach eine digitale Währung aufs Auge gedrückt, mit denen man sich kontrollieren kann. Das wollen wir ja nicht in Europa. Das will ja kein europäischer Staat. Digitale Technologie gibt Macht. Das siehst du ja an diesem ganzen Hacking-Skandal dieses Jahr. Wir haben über 2,5 Milliarden gestohlen von Protokollen. Digitale Technik bedeutet, wer immer die versteht und die manipulieren kann und die kontrolliert, ist an der Macht. Das begreift Putin mit seinen Stablecoins, das begreifen die Amerikaner jetzt mit dieser ganzen USDT, USDC-Debatte. Das wissen wir von China, dass der digitale Yuan ein absolutes Repressionsinstrument ist, das leider von viel zu vielen Leuten ernst genommen wird. Aber was will ein demokratischer Staat? Wo geht aber die Richtung dann hin, frage ich mich. Im November letzten Jahres war ich in meiner letzten offiziellen Working Committee in Frankfurt und dann kam so ein Press Release aus dem heiteren Himmel, wo sie gesagt haben, wir machen jetzt mal 3 bis 6 Jahre Stablecoin-Experimente. Und wir brauchen einen digitalen Euro, bevor wir erst an einen CBDC denken können. Und dann habe ich gesagt, okay, dann do some Stablecoins. Wer gibt die raus? Wer ist dafür verantwortlich? Übergebe ich jetzt als Regierung meine Währungsmacht, meine Fiat-Gewalt an eine private Firma wie USDC? Dieses ganze Euro. Das ist ja ein Witz. Ich kann doch nicht als Europäische Union einer privaten Firma meine Währungsbasis übergeben. Selbe Diskussion mit XRP. Ich kann ein ganzes Land nicht mit XRP zahlen lassen, damit eine private amerikanische Firma davon profitiert. Ja, Trotzdem setzen aber die Banken auf XRP als Zahlungsnetzwerk für die Zukunft unter anderem. Welche? Ja, welche? Nenn mir eine Bank, die ernsthaft an XRP glaubt. Es arbeiten viele Banken über das Zahlungsnetzwerk bisher über On-Demand Liquidity. Not really. XRP, oder was weißt du, was ich nicht weiß? Ja, XRP hat ein Riesenproblem, aber das sollte nicht die Diskussion hier sein. Ultimativ brauchen wir verschiedene Ansätze, die interoperabel sein müssen. Wir werden nicht den Euro auf derselben Blockchain laufen haben wie den US-Dollar. Eine Bank es ist im
besten Interesse einer Commerzbank oder einer deutschen Bank, ihre eigene Blockchain zu haben oder ihr eigenes nicht publikes Trading System. Die ganze Idee einer voll transparenten Blockchain macht ja keinen Sinn in einer Geschäftswelt, wo Firmen Firmengeheimnisse haben müssen. Wenn ich alles jetzt auf eine Public Blockchain stelle und ich kann an den Ethernet Explorer, an den ETH Explorer gehen und sehen, Apple hat 40 Millionen an diese Adresse überwiesen, dann kann ich ja die Adresse rausfinden, dann weiß ich ja genau, was Apple vorhat. Das sind ja Firmengeheimnisse und große Firmen dieser Welt tun ja allerbestes und allermöglichstes, diese Firmengeheimnisse geheim zu halten. Das ist der große Konflikt. Ja, ist deswegen auch, Martin, weil du es eben angesprochen hast, XDC, Quant, das sind ja die Coins, die Tokens im Grunde, wo es tatsächlich um dieses Thema Interoperabilität und Public-Private geht, ne? Glaubst du, also siehst du deswegen auch da gerade Potenzial in diesen Projekten für die Zukunft? Ich sehe absolut Potenzial in diesen Projekten, vor allem auch bei Quant. Bei Quant? Aber wieder daran erinnern, es ist ja nicht zu verantworten, meine gesamte Netzwerk-Interoperabilitätsstruktur einer einzigen Firma zu übergeben. Ja. Nicht, wir haben doch schon gesehen, x-tausend Male, wozu Monopole führen. Nicht? Und davor haben die Regierungen Angst. Ich kann jetzt keinen Vertrag mit Quant unterschreiben und die heben dann die Preise rauf und mein gesamtes Währungssystem wird teurer und dann rollen die Köpfe. Nicht? Das sind Regierungsaufträge, die vergeben werden müssen, die dann ein gesamtes Währungssystem eines Landes oder eines Staatenblocks wie der EU gefährden, wenn was bei der Firma schief geht. Das heißt, es wird hier noch viel Arbeit geben in diesem Space. Ich arbeite hier vor allem mit dem DMI, dem Digital Money Institute in London, über dieses Problem Private-Public. Was im Interesse einer privaten Firma ist nicht unmittelbar im Interesse der Öffentlichkeit. Und der Crypto-Twitter und die Crypto-Fanboys sind nicht ganz informiert, was die Realitäten unserer Wirtschaft betrifft. Man kann nicht über alles öffentlich reden, bevor man sich nicht diese Dimensionen, bevor man das nicht genau durchdacht hat. Man kann jetzt jubeln und sagen, oh, wir haben jetzt Blockchain und Krypto und jetzt haben wir einen digitalen Euro. Wer gibt denn den digitalen Euro jetzt raus? Der Euroc ist Eigentum einer amerikanischen Firma. Das geht doch nicht. Also wir haben noch so viel Arbeit vor uns. So viel Arbeit. Aber was wir dieses Jahr, jetzt reden wir ein bisschen positiv, Jahr absolut... Wollen wir mal sagen, erzähl mal noch abschließend, was gibt's Schönes auch an der ganzen Geschichte? Also es passiert viel, es ist viel Arbeit, das ist klar, aber was tut sich gerade jetzt schon? Milestones. Also ich habe das beste Jahr überhaupt in dieser Misere, wo kein Mensch auf die Preise mehr achtet, aber jeder fest daran arbeitet. Sieh dir mal Venture Capital an, was die Leute investieren in Metaverse-Fonds, in NFT-Projekte. Von Fluglinien bis Real Estate Developers, von Fahrzeugherstellern. Was gibt es für ein besseres System für Fahrzeugsicherheit als eine Blockchain? Nicht? Es beginnt das Bewusstsein bei den Entscheidungsträgern der Wirtschaft im Gesamten. Setzt sich das Bewusstsein durch, wir brauchen diese Technologie. Es ist gut, das macht uns wettbewerbsfähiger, effizienter, unsere Produkte vielleicht preiswerter, aber es gibt Regulation ist ein Problem, Hacking, Cyber Security. Also ich würde jedem, der jetzt sein Abitur macht und an eine Karriere denkt, Cyber Security empfehlen. Das sind die besten Jobs für die nächsten 20 Jahre. Wenn man Cyber Security versteht und ein bisschen hacken kann. Das ist wirklich es alle bauen. Also wo ich hinsehe, gibt es Projekte. Ich bin ständig zu Symposien und Konferenzen eingeladen, wo Announcements gemacht werden über das letzte Game, die Gaming-Plattforms und gerade das Webinar mit Hedera war was die alles machen im DeFi und im Stablecoin-Bereich, was ich überhaupt nicht gewusst habe. Ich mache ja diese Webinars für Uphold auch ein bisschen, um selbst was zu lernen, in kondensierter Form.
Aber wir sind absolut am Beginn. Ich beantworte jeden Morgen so Presseanfragen. Ich bin so ein bisschen der Pressesprecher auch für Apple. Und da schickt mir mein PR-Agent, schickt mir immer so Anfragen, so wie, What do you think will happen now that Liz Truss is Prime Minister of Britain? What the fuck should I know? Ich bin ja kein politischer Kommentator. Aber die schickt dann immer Anfragen. Und das wird schon zu meinem Slogan dieses Jahr. This is not a crypto winter. This is a blockchain spring. Ja, das ist das Thema. Dass alle von Krankenhäusern, Versicherungen, Fluglinien, allen ist bewusst, dass Blockchain und digitale Assets einfach die Zukunft sind. Und jeder muss sich jetzt seinen Standpunkt, seine Nische erst formen. Wir sind ganz, ganz, ganz am Anfang. Abschließend dazu, vielleicht nochmal für jemanden, der eben, wie gesagt, schon mit Krypto, also auch in Krypto investieren möchte, jetzt mal wieder Privatanleger, der hört das jetzt alles, hat verstanden, Institutionen fangen schon an, auf den Zug aufzuspringen. Quant, XTC, HBAR habe ich gerade von dir rausgehört, vielleicht noch 2, 3 Name-Drops deinerseits, dass man einfach mal schauen kann. Das eine oder andere würde ich mir gerne in Ruhe noch mal näher anschauen. Gibt es etwas von dem Projekt, wo du sagst, guckt euch das mal an, ist interessant? Ich finde Casper ganz interessant. Das sind ein paar super Typen Amerikaner, vor allem in der Schweiz. Die treffe ich oft. Casper hat eine Vision in Kooperation mit dem Actus Standard. Also was wir jetzt haben, sind alles dumme Tokens. Das Token sagt ja nichts über den Preis aus. Wenn ich jetzt in diesen Token eine Cashflow hineinprogrammiere, dann habe ich ein Smart Token. Die genaue Diskussion würde jetzt zu weit führen, aber Casper ist ganz, ganz vorn dran mit dem Actus Protocol, hier eine neue Generation von Smart Tokens zu kreieren. Was habe ich noch? Ich habe gerade ein Seminar gemacht mit absolut geiles Projekt. Numbers Protocol. Was haben wir für einen Schindluder? Was treiben die Leute für einen Schindluder mit Fotos? Sieh dir mal den Ukraine-Krieg an. Ist das jetzt das Gebäude, das zerstört wurde oder nicht? Wie kann ich das beweisen? Oder mit Wildlife Photography. Ich habe ein eigenes Charity-Projekt über Wildlife. Ich sehe jetzt da einen Mann sitzen mit einem weißen Tiger im Schnee, den er irgendwo behauptet, gefunden zu haben. Dabei kann man sich weiße Tiger auf einer Farm außerhalb von Prag ausleihen für einen Wildlife-Photoshoot. Tiger, die wochenlang ausgehungert werden, damit sie so aussehen, als wären sie in der Wildnis. Wie beweise ich das? Und Numbers Protocol ist eine Blockchain, da brauchst du eine eigene App auf deinem Telefon, mit der kannst du kannst auch importieren, aber Hauptsache ist die App. Und wenn du damit ein Foto machst, dann wird das in die Blockchain eingetragen. Und jedes Mal, wenn das dupliziert wird oder verkauft wird oder in irgendeine Transaktion verwickelt ist, kommt der Eintrag in die Blockchain dazu. Das heißt, ich sehe 1000%, wo das Foto aufgenommen wurde, von wem, mit welcher Kamera und wer es gekauft hat, wer es kopiert hat, wer es verwendet hat. Das gibt natürlich immense Power an Fotografen und Creator und für Kriminalfälle oder das Numbers Protocol arbeitet zum Beispiel in der Ukraine, um festzustellen, sind das tatsächlich Fotos aus diesem Krisengebiet. Ja. Also Numbers ist absoluter Favorit von mir auch. Aber ich habe noch eine ganz lange Liste. Casper Numbers. Cool. Dann machen wir das so, Martin. Dann werden wir uns vielleicht noch mal das ein oder andere mal hören. Und ich fand es auf jeden Fall super spannend. Du hast ja mitbekommen, ich hätte dich noch so viel fragen können. Die Fragen sind tatsächlich in verschiedene Bereiche abgeglitten, aber ich fand es einfach unglaublich hilfreich und einfach vielseitig, mich mit dir mal darüber zu unterhalten. Dann wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Abend. An alle, die hier zugehört haben, wenn ihr Fragen oder Feedback habt, könnt ihr mir gerne unter das Video kommentieren. Ich versuche die Fragen so weit es geht zu beantworten und war auf jeden Fall schön, dass ihr mitgeschaut habt. Vielen lieben Dank nochmal, Martin, und bis ganz bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.